Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei die 2 Mais. Obwohl heute ist nur ein Mai unterwegs. Trixie ist nicht dabei, aber ich bin mit ein paar Freunden hier unterwegs. Und zwar machen wir heute ein Männerwochenende zum Vatertagswochenende, zum langen Vatertagswochenende. Und zwar in der Vulkaneifel. Und wir gehen ein bisschen wandern. Gehen heute hier den, von irgendeiner Wanderfachzeitschrift als schönsten Wanderweg 2023 ausgezeichneten Weg Wasserfallerlebniswanderung in der Vulkaneifel hier von Bad Bertrich, so heißt es. Gehen wir jetzt hier rein und hier findet jetzt der Einstieg statt und die Wanderung ist als schwer deklariert in der Wander-App, also jetzt hier in Komoot. Und wir werden mal schauen, ob wir das schaffen als Flachland-Tiroler. Und wir werden euch ein bisschen mitnehmen hier auf der Strecke, zeigen euch ein paar Bilder. Und wenn ihr Spaß habt, dann würde es uns freuen, wenn ihr dabei bleibt und das Video euch anschaut. Wie immer gilt auch natürlich bei so einem Video, wenn ihr Interesse habt, könnt ihr gerne unseren Kanal abonnieren und freuen uns auch über einen Daumen nach oben und auch die Glocke, die ihr klickt, wenn neue Videos von uns kommen, dann bekommt ihr eine Information. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Der Jürgen macht den ersten Länderpunkt. Jetzt mit nacktem Beinkleid. So, sind wir hier am Hohenzollernturm und das sind meine beiden Mitläufer hier heute, der Jürgen und der Dieter. Und wir haben jetzt, schon knapp 2 Kilometer hinter uns sogar tatsächlich. Und wir sind schon ganz schön außer Atem, weil es ist doch schon relativ steil hier. Und warm. Und warm ist es vor allen Dingen, obwohl wir heute, ich denke mal so an die 20 Grad herum haben, ist es aber trotzdem sehr angenehm zu laufen, durch den Wald vor allen Dingen. Ja, und Bad Bertrich, so heißt es. Ist wirklich ein kleines Örtchen, ein kleines Kurörtchen. Wenig los, viele Restaurants, die frühzeitig schließen und man kriegt kaum Tische. Naja, auf jeden Fall, wir fühlen uns hier wohl, haben eine schöne Ferienwohnung und die Gegend hier ist einfach traumhaft. Und jetzt gehen wir weiter. Ja, leider ist der Turm gesperrt. Man darf nicht nach oben klettern. Hier gibt es ein Absperrgitter. Schöne Wendeltreppe eigentlich. Wenn man hier ein bisschen Geld investieren könnte, wenn es hier entsprechende Mittel gäbe, dann könnte man das sicherlich als schönen Aussichtsturm herhalten lassen. Denn man kann tatsächlich ganz gut was gucken hier. Dem Dieter fehlt noch die 360-Grad-Kamera. Fall nicht darunter. Ich habe nur ein Pflaster dabei. Ungefähr 5 Kilometer haben wir jetzt geschafft. Das ist ungefähr ein Drittel dieser Wanderung, die wir heute vor uns haben. Und ich muss sagen, es ist wirklich schön. Also er fängt gleich ordentlich steil an, der Wanderweg. Geht über schöne, schroffe Schieferfelsen, den Berg steil nach oben. Und dann kommt man zum einen erstmal an diesem Bismarckturm vorbei,
den wir vorhin uns angeschaut haben. Und jetzt rauscht hier der Bach im Walde. Es ist einfach herrlich. Der Weg ist schön, das Wetter ist toll. Jetzt gehen wir gerade über so einen etwas breiteren Waldweg. Könnt ihr mal sehen da im Hintergrund. Das läuft sich sehr gut, aber es kommen auf jeden Fall gleich noch mal ein paar Stellen, wo es ein bisschen steiler nach oben geht. Und vor allen Dingen, es sollen ja auch noch Stellen geben, wo man sich wirklich auch in einem Seil festhalten sollte, weil es ein bisschen steiler wird, ein bisschen schmaler wird. Und da lassen wir uns überraschen, das ist eher so eine Abenteuerwanderung. Hier tropft schon überall das Wasser runter. So, jetzt geht's zum Gliedinger Wasserfall. Die wackelt aber die Brücke. So, hier ist das Seil. Ich habe eben gesagt, ich will endlich zum Seil und jetzt ist das Seil da. So, jetzt geht es zum Wasserfall. Tatsächlich steiler nach oben mit ein bisschen Seil zum Sichern, wenn man ein bisschen Unterstützung braucht. Aber gut, mit gutem Schuhwerk geht das hier ganz gut. So, jetzt wird's steil. Und etwas schmaler. Und wie unten auch beschrieben war auf dem Sicherheitsschild, wenn es hier nass ist, muss man hier tatsächlich ein bisschen aufpassen. Aber es funktioniert noch. Da hat man hier sehr viel Wurzelwerk und einige Felsen, wo man sich ein bisschen abstützen kann. Man muss trotzdem halt aufpassen, dass es durchaus sehr rutschig sein kann. Ja, wenn man den beschwerlichen Weg nicht auf sich nehmen will oder kann, gibt es auch eine Alternativroute. Wahrscheinlich mit weniger steilen Strecken. Halbzeit ist Mahlzeit. Ja, wir haben jetzt diesen Weg hier geschafft gerade. Das war also rauf doch in Ordnung. Mit dem Seil auf jeden Fall ohne Probleme schaffbar. Runter tatsächlich dann schon ein bisschen anstrengender. Und weil der Weg ein bisschen rutschig ist, braucht man auf jeden Fall das Seil, um sich ein bisschen abzustützen. Und Dieter hat sogar einmal auf den Hintern gesetzt. Nein, mein Rucksack hat mich abgefangen. Sein Rucksack hat ihn abgefangen, genau. Aber jetzt haben wir uns nach, ja gut, der Hälfte der Strecke haben wir uns jetzt eine Pause verdient und jetzt gibt es hier leckere Brötchen, ein bisschen Zucker für den Zuckerhaushalt und dann geht es gleich weiter nach einer kurzen Rast. Wie ist die Kaminwurst? Kaminwurst. Und schmeckt nach Holzscheit. Mhm.
Wir werden beobachtet. Also ich finde es sehr schön, dass es hier so viele verschiedene Bodenbelege gibt. Sand, Kies, Schotter, Schilf. Ne, Schilf nicht. Wiese. Herrlich. Und dieses Rapsfeld klingt so, als wenn es unter Strom stehen würde. Hier summt es drin. Wahnsinn. So, und jetzt gibt es doch noch ein kleines bisschen Asphaltweg. Ja, guck mal, da werden 2 Windräder gebaut. Ja, genau. Da hinten werden Windräder verbaut und verschandeln die ganze Landschaft. Wenn wir jetzt in Bayern wären, wäre das nicht erlaubt. Garantiert nicht. Verschlungene Wege führen hier jetzt wieder zurück Richtung Bad Bertrich. Wir haben jetzt die größten Teil der Strecke hinter uns und sind jetzt eigentlich auf dem Rückweg sozusagen. Hatten jetzt eine zweite kleine Rast gemacht gerade. Und jetzt geht es noch zur Maischquelle. Auf den Bildern, die man da so sieht im Internet, kann man da auch noch mal was trinken. Und dann werden wir halt sehen, ob wir da vielleicht noch mal eine kleine Rast machen. Denn es ist schon nicht unanstrengend, muss man sagen. Und wir sind ja nicht so wahnsinnig geübt, aber es macht total Spaß. Und auch wenn Jürgen hin und wieder mal meckert, dass es jetzt schon wieder bergauf geht, ist es halt so. Aber jetzt geht es gerade mal ein schönes Stück bergab. Ich denke mal, viele Bergaufstrecken werden jetzt nicht mehr kommen. Und dann werden wir uns nachher, wenn wir dann wieder angekommen sind, schön irgendwo hinsetzen und einen Kaffee trinken und vielleicht ein Stück Kuchen essen, damit wir die Kalorien, die wir jetzt abgelaufen haben, auch schnell wieder drauf kriegen. Und eins muss man wirklich sagen, also diese Wege hier sind wirklich super ausgeschildert. Möchte man natürlich auch meinen, bei einem Wanderweg, der einen Preis gewonnen hat, dass die Ausschilderung gut ist. Also die Piktogramme sind alle super einfach zu erkennen und zu entdecken. Und ja, auch für alle anderen Wanderwege, die jetzt hier noch ausgeschildert sind, gibt es halt immer schöne Schilder, die den Weg weisen. Hier gibt es auch Kunst. Jetzt kommt noch mal ein Kraxelpfad. Oh, das sieht aber sehr vulkanisch aus hier. Ja, hunderttausende altes Lavagestein, Magma erkaltet. Und ich stehe mittendrin. Sehr krass. Wow. Der alte Lippi. Und hier hat tatsächlich jemand gelebt. Das ist ja nett hier. Na Dieter, jetzt ein schönes Radler. Jawohl. Aus der Maischquelle. Das ist ganz nett, hier stehen also Getränkekisten drin. Und gegen eine kleine Spende für die Feuerwehr darf man sich dann hier ein Kaltgetränk rausnehmen. Das wird schön gekühlt hier von der Quelle. Sieht super aus. Den Belag hatten wir heute noch nicht, ne? Hey, sagt mal,
Schwächelt ihr auf die letzten Kilometer? Wir warten auf dich, wenn du die ganze Zeit am Fotografieren bist. Außerdem habe ich beschlossen, nicht mehr aufzustehen. Ich bleibe jetzt hier liegen. Ja, rutscht mal ein bisschen, dann komme ich in die Mitte. Dann können wir kuscheln, Anna. Du warst so schnell, hast den Abzweig verpasst. Ja, Dieter, in diese Therme hätten wir gehen können, Wenn du deine Badehose nicht hättest. wenn ich meine Badehose nicht vergessen hätte. Gleich ist vorbei. So, das war sie also. Ich bin noch ganz außer Atem. Die Wasserfall-Erlebnisroute hier in der Vulkaneifel. Deutschlands schönster Wanderweg 2023. Durchaus anspruchsvoll. In Komoot ist sie als schwierig gekennzeichnet. Aber ich glaube, jeder mit ein bisschen Grundkondition und dem entsprechenden Schuhwerk kann diese Route laufen. Es gibt ein paar Stellen, die ein bisschen schmaler sind, die man auch ein bisschen, wo man klettern muss. Aber im Großen und Ganzen muss man eigentlich sagen, tolle Tour, wirklich schön ausgewählt, sehr, sehr vielseitig, ganz viele verschiedene Belege, steile Strecken, flache Strecken, durch Feld und Flur, durch Wiesen, durch Wald. Also wirklich total schön und vor allen Dingen auch die geologisch interessanten Gebiete, wo dann auch sehr viel Vulkangestein zu sehen ist. Das ist wirklich echt total klasse. Das Wetter war heute super ideal. Ich denke mal so knapp über 20 Grad hatten wir heute. Durch den Wald natürlich viel Schatten. Wir haben uns gut eingecremt vorher, ist trotzdem wichtig. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, toll. Wir haben jetzt, ich muss mir eben gerade auf meine Uhr gucken, ziemlich genau 14 Kilometer gelaufen. Die Strecke ist angegeben in Komoot mit 4,5 Stunden. Wir haben es jetzt in knapp etwas mehr als 5 gemacht, weil wir aber auch 2 große Pausen eingelegt haben und wir haben auch viel fotografiert und viel gefilmt. Von daher ist die halbe Stunde, dreiviertel Stunde mehr auf jeden Fall gerechtfertigt. Also, wenn ihr die Wanderung mal machen wollt, in der Vulkaneifel ab Bad Bertricht kann man die laufen. Und ihr könnt die natürlich auch bei Komoot finden. Ihr könnt aber auch im Internet schauen nach der Ihr könnt aber auch im Internet suchen nach der Wasserfall-Erlebnisroute und dann findet ihr das. Ihr könnt aber auch bei uns mal unten in der Videobeschreibung schauen. Ich werde die Route auf jeden Fall über Komoot verlinken. Dann könnt ihr das nachlaufen, wenn ihr wollt. Und die beiden Jungs da drüben, die sind jetzt ungeduldig. Die wollen nämlich ihre Schuhe ausziehen, weil ich glaube, den beiden qualmen die Füße. So, erzählt mal, wie hat es euch gefallen? Sehr gut. Schöne Tour, ne? Du musst ja noch in die Kamera gucken. Nee, muss nicht. Schöne Tour, ne, Dieter? Astrein, kann man echt empfehlen. Also, wenn es euch gefallen hat, gerne mal einen Daumen hoch drücken. Die Glocke natürlich und das Abo nicht vergessen. Bis bald. Ciao.